Pokémon Feuergrün ist ein RPG-Maker-Fangame, das mit obskuren Referenzen, Zeitgeist-Humor und Meta-Jokes zu einem Kultklassiker in der deutschen Pokémon-Community und Shining Advances beliebtestes Spiel wurde, neben Sexy Smaxy. Doch habe ich mich seit langem gefragt, ob das Level 255 nach Tara wahrlich unbesiegbar ist. Also folgt mir durch, was ich nur als 2010 das Spiel bezeichnen kann. Wir starten das Spiel und es ist etwas kleiner als erwartet. Um dies zu fixen, gehen wir auf Steam und kaufen Seamless Scaling. Unerwartet. Das Spiel beginnt mit einem urheberrechtlich verletzenden Intro, das einem nur erklärt, was in den nächsten 60 Sekunden passieren wird. Im Labor angekommen, werden die Starter-Pokémon und das E des Professors gestohlen. Scheinbar konzeptisch. Und weil wir kein Pokémon haben, wird uns der Weg programmiert versperrt. Jedoch kommt uns Maike entgegen, die sich als Hilfe aufschwingt und wir dann als Maike spielen, worauf ich ihr dankend meinem Whisky gebe, was sie einer Garde gibt, obwohl ich es selbst brauche. Im Wald stoßen wir auf Misty, die am Schrein nach Celebi sucht. Die Statue lag um die Ecke, worauf wir Celebi begegnen und... Kurz danach hatte ein Nerd die Idee, sein Flamby voll zu pumpen, was es immer noch nicht wasserimmun macht. Und ja, der Macher hat ein oder 5 Hände voll von diesen Custom Mons erstellt, wie zum Beispiel dieses Visor. Vor der ersten Stadt werden wir von Gary herausgefordert, woraufhin er mich in den Kampf schickt. Wasser! Hinterlasst ein Abo für mehr Schauspielkunst. In der Stadt mit der ernsthaftesten Hintergrundmusik sollen wir zum Team Shocket Hauptquartier, um deren Pläne zu durchkreuzen. Wobei ich mir mehr um dieses Enton Sorgen mache. Zu viele Speeds später und wir werden damit belohnt, dass sie das Zerr von Zerschneider stehlen und es somit unbrauchbar macht. Wundervoll. Durch den Geheimgang gelangen wir in eine Höhle, die uns das einzig fangbare Costemon Schneepika gibt. Die Referenz kenne ich nicht. Und dann werden wir wegen Hausfriedensbruchs festgenommen. Nun auf der Flucht surfen wir ordenlos zum Port Korsang, wo der einzige Weg weiter durch den Casimir-Berg führt. Casual Rayquaza. Und diese Stadt ist mehr eine Kompensierung. In Seblat Cities treffen wir auf Professor Palm, der das Mysterium der Meteorhallen auflüften will und deshalb eine fucking Zeitmaschine erfindet. Auf der Suche nach einem Meteoriten finden wir eine alte Villa, die ich nach 2 Fängen nicht weiter erkundet habe. Und Spoiler, es ist ein Sexy Smaxy Abklatsch. Der Professor entwickelt die Zeitkapsel und wird von einem neuen Pokémon-Fund abgelenkt, worauf wir es selbst verwenden und im Jahre 1996 landen. Wir nehmen natürlich den besten Starter, bringen Professor Eich sein Paket und nehmen den Game Porter, der uns zu einer Tetris-Cutscene und schließlich zu Zelda führt, deren Angriffe keine Wirkung auf Geister haben. Bis auf Explosionen. Zurück in Feuergrün stürzen wir uns wieder gegen Team Shocket, worauf ich nicht Level gegrindet habe. In der Industriezone hat die übernommene Pokéball-Fabrik die Pokémon um sich herum mutieren lassen, was zu einer großen Mutantenvariabilität geführt hat. In der Fabrik treffen wir auf Siegfried und zu vielen Teleportern, was dazu führte, dass ich einen Dialog getriggert habe, der erst nach einer Enttäuschung erscheinen sollte. Im Herz der Fabrik holen wir uns einen Meisterball, den ich nie verwendet habe, und dann wird die Fabrik in die Luft gejagt. Zurück in der Basis hatte ich keine Probleme mit dem Vorstand und konnte so alles wieder zurückstehen. Das ist nicht Maikes Problem, denn zurück in Knoblauchheim gibt Maike auf und hinterlässt uns alles, was wir als sie eingesammelt haben. Westlich von zu Hause surfen wir in Richtung Siegelstraße, die jedoch 8 Orden verlangt und es gibt nur 3 Arenen. Dies kann umgangen werden, indem wir mit den ersten 3 Team Shocket beitreten und so die restlichen 5 erhalten. In der Frostbeulen-Siedlung ist jedoch alles zugefroren und so wurde ich nach meinem Doxen beauftragt, im Berg die Sache auf den Grund zu gehen, dessen Weg aber von einem Busch versperrt wird, der sich in einem Stein verwandelt und sich nur mit 2 Orden zerbrechen lässt. Ich wünschte, ich könnte irgendwas hier reinlügen. Misty gab uns den Orden, nachdem wir ihr nicht so lebendiges Celebi 2-mal besiegt haben. Was meinst du, wusstest es nicht? Hast du es nicht enthauptet gefunden?
Und der zweite Leiter wusste sein eigenes Puzzle nicht mehr. Und mit den Steinen zertrümmert stoßen wir auf Arceus, der mit Groudon gelässig Poker spielt. Hinterlass einen Kommentar, was das Unerwartetste in diesem Video war. Und nach einer 2013 Worlds Nachspielung habe ich alle Orden, um beizutreten und so zur Siegesstraße zu gehen. Die 2 Items sind unmöglich zu erlangen. Und so kommen wir zu Missing No, was nur von einem Gott aufgehalten werden kann. Und mit Gott und Anime an meiner Seite wurde das Böse beseitigt und es ist nur noch die Liga zu machen. 8 Stunden von Grinden und Experimentieren später und ich dachte mir, meine Strategie zu testen und das ist nach einem Mini-Genozid passiert. Nachtara wird paralysiert. Die Stats werden getrashed. Schlaf, Brand, Gift. Egelsamen, Fluch. Und nun, der Moment der Wahrheit. Der Erste, der dieses Level 255 Nachtara endlich besiegen und die heiß ersehnte Frage mit Nein beantworten kann. Es ist sogar so, dass das Spiel anfängt herumzubacken und am Ende war es am Verzweifeln, was eher das Problem war, dass es mich nach 10 Minuten nicht einmal getroffen hat. Aber hey, darüber sollte man nicht den Kopf verlieren. Oder das Skript.